Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf meinem Main-Account, auf dem Magier, und auf dem werden wir heute richtig dick fett eskalieren und in die Dungeons reingehen. Ich hatte es ja versprochen gehabt, und wenn ihr das Video seht, dann sind wir wahrscheinlich jetzt schon gerade live auf Twitch und werden die restlichen Dungeons hier im Sandsturm besiegen, beziehungsweise so weit versuchen zu kommen, bis wir halt eben unsere gewünschte Dungeon-Trophäe in Gold haben. Ja, 32 Dungeon-Gegner müssen wir noch besiegen, dann haben wir das Ding in Gold und können das unser eigen nennen und haben dann die nächste Trophäe hier für den Legendentitel, müssen dann nur noch warten, bis wir das hier dann voll haben und dann Let's Go, Abfahrt, dann sind wir Legende und können uns den Titel dann hier anpinnen. Ja, ich hatte gestern im Stream bereits mal geschaut gehabt, wie so die Wahrscheinlichkeiten sind im Sandsturm beziehungsweise auch in der Schattenwelt, denn es ist natürlich ja auch einiges. Ja, über 30 Gegner zu besiegen ist natürlich nicht ohne, und deswegen hatte ich mal geschaut gehabt, wie weit wir da sind, und das wollte ich euch mal im Video jetzt auch zeigen. Also zu den Dungeons, wir werden wahrscheinlich heute so gegen, ja, wahrscheinlich so 16 Uhr starten auf Twitch und sind dann ja bis abends um ja, 9, 10 irgendwann so online, und eher so Richtung abends, ich sag mal so vielleicht so gegen 8, ich weiß nicht ganz genau, werden wir dann vielleicht so reingehen mit den Dungeons, irgendwie so. Ich werde erst meine anderen Accounts vorher bespielen hier, ne, und das machen wir dann ganz zum Schluss. Und genau, so sieht das Ganze aus. Also wir sind hier bei 749 jetzt gerade, und das sind meine aktuellen Chancen im Sandsturm, ja, und wir müssen ungefähr circa roundabout bis 780 kommen, damit wir diese 30 ja, Monster besiegen, um halt eben diese Trophäe hier zu bekommen. Und ihr seht, okay, hier, da sind wir jetzt gerade bei der 49 hier. Ja, das sieht ganz okay aus, also das sind Chancen, mit denen kann man gut arbeiten. Dann geht es aber schon los. Ja, dann haben wir hier schon Krieger, das ist schon ein bisschen Abfuck, aber ich sag mal so, es würde noch gehen, aber man muss mal gucken, wie es aussieht dann, wenn es soweit ist, ne? Die Krieger sind halt die Blocker hier, ihr seht das, ne? Kundis, Magier, kein Problem, kommt ein Krieger, wird schwierig, ja? Und hier wird es halt immer noch schwieriger, und wir sind erst bei 765 so, ne? Genau, dann machen wir ein bisschen weiter, dann sieht man hier, okay, vom Balancing her, jo, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, eventuell durch den, ja, durch die verschiedenen Runen, die die Gegner vielleicht drauf haben oder so. Das müssen wir dann schauen. Und wo es dann richtig knallt, ist dann kurz vor Ende, vor der 780. Hier auf der Ebene, da haben wir 0,04%ige Chance, den zu besiegen. Also das geht richtig, also wirklich gegen 0. Den würde ich auch nicht tryen, das ist halt, das ist zu hart. Ja, der danach ist dann wieder easy, der danach auch. Und der 780. ist auch wirklich verdammt, verdammt hart. So, jetzt haben wir aber die folgende Situation, dass wir ja trotzdem irgendwie die Gegner besiegen müssen. So, ich mache mal hier einen Screenshot von, und dann markieren wir uns mal einmal den Gegner hier und einmal den Gegner. Ja, und da gucken wir jetzt gleich mal drauf, denn wir können ja auch mit SF-Tools ein bisschen arbeiten. Wir können ja auch sagen, okay, schau mal, wir haben jetzt hier im Moment eine Blitzrune drauf. Was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Eisrune switchen und das Ganze dann nochmal so durchsimulieren lassen? Wie sehen dann die Prozentchancen aus, ne? Macht das einen signifikanten Unterschied? Und das werden wir uns jetzt mal gleich anschauen hier im Detail. Und wenn der Pinguin geladen hat hier, schauen wir uns das gleich mal an und gehen mal auf diese Ebenen, wo wir eben waren, und vergleichen das Ganze einfach mal. Und dann sehen wir Folgendes, dass hier der 780. Gegner schon eine 0,85%ige Wahrscheinlichkeit hat und 777 schon über 1% liegt. Also das ist eine deutliche Steigerung zu dem, was wir halt eben rechts hier im Bild sehen, mit dem alten Runen-Damage drauf. So, also wir müssen auf jeden Fall Runen switchen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wenn wir diese 30 Gegner besiegen wollen, dann müssen wir damit arbeiten. Ansonsten ist das hier wirklich eine Mammutaufgabe, sag ich mal. Und auch bei den Gegnern davor, wir müssen wirklich sehr, sehr viel jetzt mit SF-Tools da arbeiten, um halt eben, ja, das Ganze auch dann irgendwie zu bewerkstelligen, so, ne? Alternativ haben wir auch noch andere Dungeons offen in der Schattenwelt. Ja, falls das im Sandsturm nichts werden sollte, haben wir hier immer noch
die Schattenwelt, die uns hier auch noch einige Chancen aufzeigt. Und da sehen wir, dass hier die ersten Gegner in den Dungeons auch noch ganz okay machbar sind. Also zumindest der Zeitreisende Ash in der Werkstatt hier, also der Gegner, der hat noch eine Chance von über 1% mit dem richtigen Runen-Damage drauf. Jetzt haben wir gerade einen anderen Runenschaden, als wir jetzt original haben. Und ja, hier bei den Gegnern danach sehen wir auch, dass das so der Fall ist. Wir können ja mal unseren aktuellen Runenschaden mal drauf machen und dann mal die Prozente vergleichen hier, wie es dann aussieht. Jo, also es hat sich ein bisschen was geändert. Mal gucken, wie es mit Feuer aussieht. Also da müssen wir heute wirklich richtig viel mit arbeiten, um zu gucken, wo wir wirklich die besten Chancen haben. So, ne? Jo, also so sieht das Ganze aus momentan gerade. Ne? Das sind so die Wahrscheinlichkeiten. Also wir müssen auch nicht zwingend im Sandsturm hier wirklich bis Etage 780 kommen. Wir können auch, falls die Gegner zu schwer werden, zum Ende hin auch versuchen, hier noch einen mitzunehmen, zumindest den ersten hier. Der zweite sieht dann schon wieder ein bisschen schwieriger aus, sag ich mal, aber zumindest einen Gegner in der Schattenwelt können wir hier auch mit snacken und dann sieht das auch schon ein bisschen besser aus. So oder so, es wird verdammt schwierig. Es wird eine harte Pilzerei werden. Es wird auf jeden Fall ziemlich teuer werden. Und ich hoffe mal, dass wir das hier einigermaßen gewuppt kriegen. Und ja, wer da heute nicht live dabei sein kann oder das nicht schaffen sollte oder nicht auf Twitch unterwegs ist, wir werden dann natürlich dann auch die Tage, vielleicht schon morgen, mal schauen, so ein kleines Best-of oder irgendwie ja, das VOD hochladen. Hier auf YouTube von der Stelle dort, wenn wir hier reingehen, damit ihr das dann auch im Nachhinein sehen könnt hier auf YouTube. Ne? Für die Leute, die auf Twitch nicht so aktiv sind, auf jeden Fall. Ja, das sind meine Pläne. So sieht's aus. Ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ihr habt es gesehen, wie die Chancen hier im Moment aussehen. Es sieht nicht allzu rosig aus. Ne? Wir müssen hier immer 2 richtig fette Crit-Treffer landen. Die müssen Max Spanne sein. Ihr seht schon, das ist halt wirklich das sind hauptsächlich die Krieger. Die Krieger sind es, die hier wirklich einen großen Blockanteil, also die werden wahrscheinlich die meisten Pilze fressen hier. Ja. Das heißt, wie gesagt, wir müssen halt zusehen, dass wir hier mit dem Runenschaden arbeiten, dass wir hier Runen switchen. Wir haben jetzt Blitzschaden, ich habe noch meine Begleiter. Wir haben noch einmal hier Feuerschaden noch und ja, gut, nochmal Blitzschaden. Also wir können auf Feuer switchen, alternativ. Das sollte okay sein. Und ja, also 3 Runen braucht man ja jetzt auch nicht zwingend. 2 reichen ja auch aus zum Durchrotieren. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir das hier irgendwie gewuppt kriegen, so, ne? Der Gegner im Moment, der hat hier auch gerade eine Chance von 749, von eigentlich 3%. Ja, also eigentlich ist der gar nicht so extrem schwer. Aber ja, es muss halt wirklich alles passen bei dem Try hier. Ne? Und es ist leichter gesagt als getan. Wir müssen halt hauptsächlich darauf achten hier, dass es mit dem Runenschaden passt. Jo, naja, gut. Was meint ihr? Kriege ich das heute hin? Schaffe ich das nicht? Wird es knapp werden oder werde ich hier verzweifeln? Schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ja, freue ich mich dann heute schon drauf, euch eventuell auch auf Twitch begrüßen zu dürfen. Die Links dazu findet ihr dann natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Lasst da gerne ein Follow da. Auch alleine schon wegen den Droplets, dass ihr euch da nichts entgehen lasst. Dass ihr da dann die Droplets auch regelmäßig farmen könnt. Sind seit gestern wieder neue am Start. Freitags um 16 Uhr startet das Ganze immer auf Twitch. Da gibt es neue Droplets und da könnt ihr euch dann neue Ingame Items dann ergattern durchs einfache Zuschauen. Ja. Gut, schade. Ich hätte gedacht, wir kriegen zumindest noch den einen Gegner hier down in der Folge, aber dann lassen wir das und heben uns das dann für den Stream auf. Ne? Bis dahin soll es das soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.